Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Saftiger, grüner, dichter und gesunder Rasen, ein Traum aller Gartenbesitzer. Doch das klappt nicht immer. Wächst bei euch viel Moos, Sauerampfer oder Hahnenfuß, kann das ein Zeichen für zu sauren Boden sein. Doch keine Sorge, wir zeigen euch heute, wie ihr euren Rasen ganz einfach selbst kalken könnt, damit er bald wieder gesund und schön wachsen kann. Viel Spaß! Erst einmal, warum müssen wir den Rasen kalken? Nur wenn der pH-Wert stimmt, kann der Rasen wichtige Nährstoffe aus dem Boden ziehen und verarbeiten. Leider wird der Rasen oft durch einen schleichenden Prozess sauer. Das heißt, der pH-Wert sinkt, ohne dass wir es zunächst merken. Das kann an zu viel Feuchtigkeit, saurem Regen, Mährückständen oder allem zusammenliegen. Dabei hilft kalksaurem Boden, den niedrigen pH-Wert wieder zu erhöhen. Wenn du jetzt sofort loslegen willst, halt. Du solltest deinen Rasen nicht vorsorglich kalken. Es kommt auf das richtige Mittelmaß an. Denn ist der pH-Wert wiederum zu hoch, also zu alkalisch, mag dein Rasen das auch nicht und wächst wiederum Unkraut wie Klee, Brennnessel oder Löwenzahn. Deshalb solltest du vor dem Kalken immer einen pH-Wert des Bodens messen. Dazu kannst du an verschiedenen Stellen deines Rasens kleine Proben nehmen und mit Hilfe eines Teststreifens selber analysieren oder in ein Labor schicken. Am besten wächst dein Rasen auf einem leicht sauren Boden. Bei einem sandigen, leichten Boden sollte der pH-Wert 5,5 bis 6 betragen, bei einem schweren und tonigen Boden 6,5 bis 7,5. Wir haben uns ein günstiges pH-Wert-Testset von Neudorf gekauft und damit den pH-Wert unseres Bodens gemessen. Anders als teure Messgeräte haben wir hier nur mit einem Farbskala ein ungefähres Ergebnis. Aber für unseren Fall war dies absolut ausreichend. Der pH-Wert liegt zwischen 5 und 6. Auf der Kamera kommt der Grünstich leider nicht so gut rüber. Da wir relativ schweren und teilweise lehmigen Boden haben, werden wir also in diesem Frühjahr den Rasen kalken. Unser Testvideo zum pH-Bodentest-Set von Neudorf haben wir dir noch einmal unter dem Video verlinkt. Dein Boden ist auch zu sauer? Mit diesen 5 Tipps gelingt dir das Kalken für einen gesunden, kräftigen Rasen. Erstens, der richtige Zeitpunkt. Kalke deine Rasen am besten im Frühjahr, denn im März und April treibt der Rasen am besten aus. Wenn du den Zeitpunkt verpasst hast, kannst du deinen Rasen auch problemlos im August oder September kalken. Rasen muss nicht jedes Jahr gekalkt werden, sondern nur, wenn der Boden sauer ist. Außerdem ist das richtige Wetter wichtig. Wähle keinen sehr heißen oder Regentag, sondern am besten einen warmen und trockenen, aber bedeckten Tag. Zweitens, die Vorbereitung. Vor dem Kalken solltest du deinen Rasen mähen und bei Bedarf vertikutieren, damit der Boden den Kalk besser aufnehmen kann. Wir haben bereits verschiedene Vertikutierer in anderen Videos getestet, die wir dir unter diesem Video verlinken. Auch wir haben in diesem Jahr unseren Rasen zunächst einmal vertikutiert. Wenn du den Rasen nachsehen willst, tu das am besten 4 Wochen nach dem Vertikutieren und etwa 4 Wochen vor dem Kalken. Auch hier gilt, das wäre das Optimum. Das Wetter spielt da oft nicht so mit. In diesem Jahr haben wir gleich nach dem Vertikutieren nachgesät und gekalkt. Auch das funktioniert. Die richtige Menge. Es ist auch wichtig, die richtige Menge und den richtigen Kalk zu verwenden. Wie viel Kalk der Rasen benötigt, hängt vom Boden ab. Also braucht ein leichter, sandiger Boden mit einem pH-Wert zwischen 5,3 und 5,7 nur 120 bis 180 Gramm Kalk pro Quadratmeter. Ein schwerer, lehmiger Boden mit einem pH-Wert unter 6,3 braucht mehr als doppelt so viel Kalk, nämlich 300 bis 400 Gramm pro Quadratmeter. Verwende am besten keinen Brand- oder Löschkalk, da dieser sehr aggressiv ist und wichtige organische Bestandteile des Bodens zerstört. Stattdessen ist kohlensaurer Kalk, Calciumcarbonat, zu empfehlen. Wir haben den Neudorf Acet Vitalkalk verwendet. Den Link findest du in der Videobeschreibung, aber keine Sorge, wenn du es noch etwas über- oder unterdosiert, wird es dein Rasen nicht zerstören. Viertens, richtiges Auftragen.
Ganz wichtig ist es, Handschuhe zu tragen, um Hautkontakt mit dem Kalk zu vermeiden. Damit die Menge des Kalks richtig dosiert wird, kannst du zum Beispiel einen Streuwagen verwenden. Verteile den Kalk mit einem Streuwagen dann in geraden Linien auf den Rasen. Es ist aber beim Kalk auch völlig okay, ihn mit der Hand zu streuen. Hier ist eine gleichmäßige Ausbringung nicht ganz so entscheidend wie beim Rasendünger. Versuche den Rasen nach dem Auftragen eine Weile nicht zu betreten. Fünftens. Mit dem Düngen warten. Nachdem du den Rasen gekalkt hast, solltest du 4 bis 8 Wochen mit dem Düngen warten. Denn ein Dünger mit viel Stickstoff kann den pH-Wert des Bodens wieder erhöhen und ist dann die Wirkung von dem Kalk aufgehoben. Andere Dünger enthalten auch selbst Kalk, also achte darauf, dass dein Rasen nicht zu viel Kalk abbekommt. So jedenfalls die Theorie. Oft macht das Wetter einem einen Strich durch die Rechnung, so dass die Abstände und die Reihenfolge der Rasenpflege im Frühjahr nicht immer einhalten lassen. Schafft man es einmal nicht nach Plan, können wir dich aber beruhigen. Auch wenn du die Abstände nicht einhältst und vielleicht direkt nach dem Vertikutieren nachsähst, kalkst und düngen, wird dein Rasen dennoch grün. Dies haben wir in diesem Jahr getestet. Den Link findest du ebenfalls unter diesem Video. Mit diesen Tipps sollte dein Rasen bald wieder satt, grün und gesund aussehen. Bei verdichtetem Boden kannst du deinen Rasen zusätzlich noch sanden. Wenn du das jedes Frühjahr wiederholst, wird der Rasen nach 3 bis 4 Jahren gesünder aussehen und das Moos geht langsam zurück. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Falls du eher ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schau gerne auch auf unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de vorbei. Dort findest du auch die genauen Mengenangaben zum Kalken für jeden Bodentyp. Bis zum nächsten Mal.